Es verspricht ein herrlicher Tag zu werden. Nur ganz wenige Wolken stehen am Himmel. Etwas abseits liegt die Klosterruine Moreruela, aber da ich sie bereits einmal gesehen habe, werde ich dort nicht noch einmal vorbeigehen, denn die Etappe wird lang. Als ich in Granada diesen Camino begonnen habe, dachte ich, dass mir keine Zeit bleiben würde und ich deshalb über Benavente nach Astorga laufen würde, um von dort oder von León aus meine Heimreise anzutreten, ohne nach Santiago zu kommen. Da ich aber den Bus nach Mérida genommen habe und inzwischen auch einige längere Etappen als vor 5 Jahren gelaufen bin, sieht es sehr gut aus mit der mir verbleibenden Zeit. Und ich werde nicht direkt nach Norden gehen, sondern nach Nordwesten und dem Camino Sanabres folgen. Plötzlich bin ich mitten im Nebel. Die Wolken scheinen vom Himmel direkt auf den Boden heruntergestürzt zu sein. Ich folge den gelben Pfeilen und gehe doch in die Irre. Ein Steinbruch hat sich dort breit gemacht, wo früher einmal der Weg entlang geführt hat. Ich muss umdrehen. Oskar und Renzo sind jetzt vor mir, aber ich hole sie rasch ein. Wie ein Lauffeuer breitet sich eine Meldung unter den Pilgern aus. Der seit 10 Jahren meistgesuchte Terrorist der Welt ist von einem amerikanischen Einsatzkommando eliminiert worden. Smartphones mit Internetverbindungen bringen die neuesten Nachrichten auch in die hintersten Winkel dieses Planeten. Noch vom letzten Mal weiß ich, dass nach der Überquerung des Esla-Flusses eines der schönsten Wegstücke der gesamten Via de la Plata auf uns wartet. Und ich freue mich schon darauf. Allerdings macht mich das, was ich auf dem gegenüberliegenden Flussufer sehe, äußerst skeptisch. Ein ganzer Haufen Pilger ist dort unterwegs und die öffentliche Herberge von Tábara hat nur 14 Betten. Für Renzo mit seiner Karre ist der steile Weg am Flussufer unpassierbar. Er wird dem Weg für Radfahrer auf der Landstraße folgen. Wer weiß nicht, was er verpasst.
Zunächst hole ich eine amerikanische Pilgerin ein. Sie berichtet mir, dass sie in der Herberge von Granja de Moreruela übernachtet hat und dass sie voll belegt war. Alle Pilger, die dort übernachteten, wollten nach Tábara. Oh je! Aber einer der Pilger war ein kleiner Japaner, Nori. Sollte ich ihn noch einmal wiedersehen? Nachdem ich mich von der Amerikanerin verabschiedet habe, komme ich an einem Pilger vorbei, der wie ein Häuflein Elend am Wegesrand hockt. Er schafft es kaum, meinen Gruß zu erwidern. Ich frage, ob alles klar sei, aber er winkt ab und ich gehe weiter. Was sind das für Pilger, wenn ihnen die Etappe von Granja nach Tábara mit ihren 27 Kilometern so zu schaffen macht? Aber die Etappe hat es wirklich in sich. Kilometerweit scheint der Weg immer geradeaus auf die Berge in der Ferne zu führen. Als ich in Tábara ankomme, ist Renzo schon da. 8 Betten sind belegt und ich bekomme das 9. Neben ihr das Bett hat Nori. Dann kommen noch 2 Pilger und plötzlich ist kein Bett mehr frei, als Joaquin, Alfonso und Oscar eintreffen. Die 2 zuletzt gekommenen haben kaltschnäuzig alle noch freien Betten reserviert. Dabei gibt es in öffentlichen Herbergen eigentlich keine Reservierung. Alles hat sich geändert. Fast kommt es zu einem handfesten Streit. Mir ist nicht wohl dabei, als ich mit meinen Freunden essen gehe, dass ich meinen Rucksack bei dieser Pilgergruppe lassen muss, bei der sich alle offensichtlich schon seit geraumer Zeit kennen. Joaquin freut sich, Nori wieder getroffen zu haben und gibt noch einmal die Anekdote zum Besten, wie sie auf der Etappe nach Aldea Nueva del Camino mit einem Stier zusammentrafen. Además estaba más que cerrado, estaba ahí con los alambres, ahí abriendo los alambres, estábamos perdidos absolutamente. Y nada, ahí corriendo, y él más cerca que yo tenía más miedo que él. Y este decía, y yo cogí una piedra. Pero que se pararan, y no se paraban. ¿Qué cojones iban a parar? Nos estaban siguiendo. ¿Y eran todos bravos? No, vamos, nos perseguían. Y todos ellos se iban para arriba, yo cogí una piedra y tal, y luego ya acabó de un rato, ya dejaron de seguir. ¿Y no pudiste subir un árbol ni nada? Ya, bueno, y luego ya por una valla lo que hice, porque estábamos enganchados ahí, pero metimos por debajo de una valla y ya encontramos el camino. Encontramos, por cierto, ya la primera señal. O sea, veíamos una playa por arriba. Claro, y ya te encontraste de frente con los bichos, ¿no? Claro, los bichos. Él me decía de ir por la autovía, pero peligrosísimo. Claro, la autovía está prohibido. No, porque sabemos dónde estaba, pero no sabemos cómo llegar.
Norri ist an diesem Morgen wieder als erster aufgestanden und aufgebrochen und wie immer bin ich wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen. Auch wenn ich nach dem Frühstück noch ein wenig Tagebuch geführt habe, war es immer noch dunkel, als ich losgelaufen bin. Ich mochte nicht länger in der Pilgerherberge bleiben, in der 3 Betten frei geblieben waren. Joaquin und Oskar wollten schon die Polizei rufen, bevor sie entschieden, im Hotel zu übernachten. Daraufhin hatten die Pilger von uns unbeachtet die reservierten Betten wieder freigegeben. Inzwischen hatte sich aber unter allen später eintreffenden Pilgern herumgesprochen, dass die Herberge voll war und da sie ziemlich weit weg vom Zentrum liegt, haben sie sich sofort eine Unterkunft in den Hotels besorgt. So kann es gehen. Ich treffe auf einen Pilger aus Santander. In Bertianos de Valverde schließt uns ein über 80-jähriger Anwohner den Hogar de Pensionistas auf, damit wir etwas Heißes trinken können. Eine Bar gäbe es schon lange nicht mehr. Der Ort sterbe aus. Nur noch Alte wohnen dort, klagt er. Ich gehe davon aus, dass die meisten Pilger die große private Herberge Casa Anita ansteuern werden, in der es mehr als 40 Betten gibt und wo ich vor 2 Jahren das letzte Mal übernachtet habe. Ich ziehe es aber vor, 11 Kilometer weiter zu laufen und eine neuerliche Etappe von 33 Kilometern zu machen, um den Pilgern aus der letzten Herberge nicht mehr zu begegnen. In Santa Croix de Terra sehe ich Renzo vor mir. Es kostet mich Zeit und Kraft, ihn einzuholen. Wie ich will er nach Calvaria de Terra. C'est comme une taupe, mais un grillon. Sehr viele Wildtiere sind hier nun zu sehen, anders noch als das letzte Mal. Mag es auch daran liegen, dass vor 5 Jahren noch mehr Felder bestellt wurden? In der Herberge von Calvaria de Terra sind schon 2 Pilger. Sie haben nur eine 11 Kilometer Etappe von Santa Croix gemacht. Als Renzo und ich vom Einkaufen kommen, hat ein deutscher Pilger ein Bett belegt. Ich wundere mich, da er am Vorabend kaum laufen konnte und auch jetzt mit schmerzerfülltem Gesicht durch die Herberge humpelt. Er gibt zu, mit dem Taxi gekommen zu sein. Typisch. Geld fürs Taxi hat er, für die Übernachtung will er aber nichts ausgeben. Er hätte sich ja nach Santa Croix fahren lassen können, zieht aber die kleine öffentliche Herberge vor. Da noch 2 Pilger ankommen, bevor Joaquin, Oskar und Dorothea eintreffen, sind alle Betten bereits belegt. Der deutsche Pilger gibt sich einsichtig und sein Bett ab. Joaquin und Oskar schaffen es vom Bürgermeister und dessen Frau noch eine riesige Matratze zu bekommen. Esto 12. Esto no recuerdo, vamos a ponerle 15. ¿No? 5, 7. Los calzoncillos fueron caros. Costaban 12. 12 euros, me pareció carísimo, pero digo, si son tan caros serán la hostia, ¿no? Lo compré como un pardillo. Y después me dice una amiga, eres gilipollas en ONU, uno, la marca y tal, que son, y valen 4 euros. Digo, joder, 12 euros. ¿Estás grabando? Estamos haciendo publicidad de Decathlon, por si no... Vive el camino, Decathlon, qué chula.